Man kann Entscheidungen nicht endlos aufschieben, nicht die wirklich wichtigen. Für das heutige Bild ist die Inspiration etwas anders als bei den anderen. Und zwar bin ich auf eine Biografie gestoßen einer Frau, die in den 50ern, 60ern in meiner Heimatstadt gelebt hat und in den 50ern eine Entscheidung getroffen hat, eine sehr weitreichende Entscheidung. Und ich glaube, das kennt jeder von uns, das kennst du, das kenne ich. Es gibt Entscheidungen, die ein ganzes Leben verändern und die aber einen Preis kosten. Und so eben auch bei dieser Biografie. Das heißt, es ist die Lyrikerin Dora Dunkel, die ihre Familie verlassen hat. Und ihre Kinder waren noch klein und man kann sich vorstellen, in einer kleinbürgerlichen Gesellschaft war das ein Skandal und ein richtiger Bruch. Und um diesen Bruch geht es auch in vielen meiner Bildern, aber speziell in diesem Bild Entscheidung. Und diesen Bruch habe auch ich erlebt als Malerin. Ich bin jetzt 50, mein Grundberuf ist Juristin. Ich weiß nicht, ob ich das schon einmal erzählt habe auf dem Kanal. Und Wirtschaftsmediatorin, und ich habe viele Jahre als Krisenmanagerin in der Wirtschaft gearbeitet. Und die Biografie von Dora Dunkel hat mich auch deshalb so berührt, weil ich das so gut kenne. Du bist in einer Gewohnheit, du weißt, wie dein Business verläuft und dennoch kommt dann die Kunst herein und sie wird immer stärker und immer stärker. Ich konnte nicht mehr aufhören zu malen und Dora Dunkel konnte nicht mehr aufhören, Gedichte zu schreiben und Lyrik zu schreiben. Und so ist dieses Bild entstanden. Ich wollte diesen Bruch und auch diese klaren Kanten und auch diese Falten, diese Furchen, ich wollte das darstellen. Das Werk ist 40 x 40 cm quadratisch in einem schwarzen Schattenfugenrahmen. Ich nenne es Entscheidung. Was ihr seht, ist Mixed Media. Und Mixed Media heißt in diesem Fall Asche, Gesso, Wachs, Acryl, Goldfarbe, Materialien, die eigentlich nicht zusammenpassen, die aber genau deshalb spannend sind für mich. Die Oberfläche hat eine extreme Haptik. Wenn du mit der Hand drüber fährst, spürst du Furchen, Falten, Erhebungen. Das ist kein glatter Untergrund. Das war von Anfang an kein Plan, eine glatte Oberfläche zu machen. Was ich aber ursprünglich wollte, eine optische Täuschung. Etwas, das aussieht wie Blech, wie gepresstes Metall. Ich finde, es ist gelungen. Der Untergrund ist Gesso, die Grundierung, die du bestimmt kennst. Darauf kommt die erste Schicht Strukturpaste mit dem Spachtel aufgetragen. Grob und ungleichmäßig. Da arbeite ich nicht mit dem Pinsel, sondern einfach mit der ganzen Hand, mit dem ganzen Arm. Und die Goldfarbe kommt danach. Das ist eine Farbe von Lascaux, meine Lieblingsacrylfarbe, und kein Blattgold, aber mit einem ähnlichen Leuchten. Und ich reibe sie noch in die feuchte Paste ein, damit das Silber auf der Leinwand drunter noch durchscheinen kann. Dieser Effekt, dieses Silber unter Gold, und erzeugt einen richtig coolen Effekt. Der dunkle Kreis in der Mitte ist aus Asche und Acrylfarbe. Echte Asche, wenn du meine Videos schon öfters gesehen hast, weißt du, dass die Asche ein zentrales Material in meiner Arbeit ist, gemischt mit hier Wachs und schwarzer Farbe. Das gibt dieser Oberfläche diese geologische Qualität, diese Tiefe, und es riecht unglaublich gut durch das Wachs. Es ist wie eine Kruste, die etwas, das einmal heiß war und jetzt erkaltet ist, schützt und bewahrt. Und dann die Strasssteine.
kleine weiße Punkte, die ich in den noch weichen Kreis, also das Wachs, gedrückt habe. Das sieht man erst auf den zweiten Blick und je nachdem, von welcher Perspektive man drauf schaut. Im Malprozess ist es nicht so, dass ich kopfgesteuert ganz speziell einen Planeten oder ein Universum oder diese Konstellation, so wie sie da jetzt ist, die Oberfläche genauso malen will, bewusst, sondern das passiert einfach. Das ist im Flow sozusagen. Ihr Lieben, es ist fertig und vielleicht mögt ihr es gemeinsam mit mir anschauen. Wenn ein Bild fertig ist, dann schaue ich immer eine Weile drauf und entdecke viele Kleinigkeiten, die ich eigentlich gar nicht gemalt habe oder geschaffen habe, die einfach passiert sind. Und bei diesem Bild Entscheidung ist es mir glasklar, was hier passiert ist oder was ich hier sehe. Und zwar, ich sehe die Perfect Imperfection, diese Unebenmäßigkeiten, diese Furchen, diese Täler. Und ich denke, das ist die langjährige Erfahrung oder die Reife und das Zerknitterte. Nur wenn, so wie Papier oder die Materialien wirklich durchgeknetet, durchgearbeitet ist, dann entsteht was Spannendes, dann entstehen Spannungen und auch Brüche sind ja immer etwas sehr Spannendes. Also diese Unebenheiten sehe ich. Ja, wenn dir dieses Werk gefällt oder ähnliche Werke gefallen, dann schau gerne in die Beschreibung. Ich verlinke dir meine Seite, da findest du das Bild und die Beschreibung dazu und kannst dir das in Ruhe ansehen. Und jeden Sonntag lade ich ein neues Video hoch und freue mich, wenn du mich auf meiner Reise als Künstlerin begleitest. Und nächste Woche bin ich bei meiner Ausstellung in Italien, begleite mich auch da sehr gerne. Vielleicht magst du auch mein Instagram ansehen dazu. Und ja, dann wünsche ich dir eine gute Woche und freue mich bis zum nächsten Mal.